und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir mit mir zusammen heute ein kleines Unboxing anschauen möchtest, und zwar von Shiny Diamond Painting. Da ist auch noch so ein kleiner Thank You Sticker drauf. Total süß. Das Bild hatte ich, glaube ich, im August vorbestellt bei ihr. Also da ist so ein Reiter sozusagen mit Vorbestellungen auf ihrer Webseite, und darunter findet man dann ein paar ausgesuchte Künstlerbilder, AI-Art, die man sich vorbestellen kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Danach ist das wieder weg und dann schickt sie die Bestellung ab und das Bild wird sozusagen bestellt. Das nennt sich Prä-Order-Runde. Das ist ganz lustig, die ist dieses Mal auch wieder und die läuft noch bis zum 2.10. die Vorbestellungen. Dieses Bild ist auch noch mal mit dabei, deswegen dachte ich, zeige ich es dir gerade, damit du da mal einen kleinen Einblick hast. Sie hat noch ganz viele andere Bilderchen mit drin. Ein süßes Faultier, einmal für den Herbst, einmal für den Winter. Dann ein süßer Igel ist noch mit dabei. Dann die Dragon Cat ist noch drin, zweimal ganz süß. Der rote Panda Sam und einmal ein Mystery. Mal schauen, also das habe ich mir jetzt nicht gekauft, das war das letzte Mal auch nicht dabei. Mystery Thema Weihnachtszeit. Das ist bestimmt auch sehr spannend. Und ja, die Bilder sind einmal von der Künstlerin AI-Art, Künstlerin Salzkatze, und ich glaube von Linchen. Genau, Linchens bunte Welt, AI-Art. Also sehr, sehr süße Bilder. Du siehst auch immer da einmal das Bild, wie es erstellt aussieht, und einmal wie es gelegt aussieht sozusagen. Also wie es mit den Steinchen gelegt aussieht. Steht auch immer alles mit dabei, was für Sondersteinchen mit dabei sind und alles. Die passenden Coverminder kannst du auch dazu bestellen, also wirklich ganz, ganz toll. Genau. Ja, ich packe hier mal weiter aus, damit du siehst, welches Bild ich mir da geholt hatte. Und dann schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, das ist jetzt auch noch mal mit dabei, dieses Bild. Deswegen dachte ich jetzt einfach, ich zeige es doch mal. Falls es einem gefällt, hat er jetzt noch mal knapp eine Chance, sich das zu bestellen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Sie hat bis zu 6 Wochen Lieferzeit, also das finde ich ist annehmbar. Entschuldigung, das ist gar kein Thema, finde ich. Man kann ja ein bisschen warten. Ja, gut verpackt kommt es an. Ist auch schön nochmal eingepackt. Das hier hole ich mal raus. Das ist nämlich meine Rechnung sozusagen. Ja, und dann ist hier das Bild. Hier ist noch ein Kärtchen von ihr. Einmal die Internetseite shinydp.de, ihr Instagram und ihr YouTube. Danke für deine Bestellung bei Shiny Diamond Painting. Und hier ist noch ein süßes Washi Tape mit dabei. Ich hoffe, man sieht es doch. Mit den Tierchen. Ein Fuchs, ein Affe, ein Koala, Elefant. Genau. So, und dann ist hier das Bild. So, Karton tue ich mal rüber. Den brauchen wir ja so nicht mehr. Und hier ist sie. Ich habe mir die Hexe bestellt. Die ist von Salzkatze AI.
die Hexe Violetta. Sie hat 4 AB und 4 Metallic-Farben. Bin ich mal gespannt. Und wie gesagt, die ist jetzt auch noch mal mit dabei. Die kann man sich noch mal sozusagen vorbestellen. Kommt auch gut verpackt bei dir an. So. Hier steht halt noch mal alles schön drauf. Auf dem Bildchen bei dem Tütchen. Es sind quadratische Steine, die Bildnummer ist drauf. Das Bildchen an sich, 60 x 60, es ist groß und shiny, let it shine. Also sehr schön. Hier ist noch ein Toolkit mit dabei. Das habt ihr immer mit dabei, soweit ich weiß. Also bei meinen Bildern waren sie jetzt immer mit dabei. Und hier ist das Bild. Die Leinwand ist super weich, also schön. Ganz auch schön flexibel. Es ist keine harte Leinwand, ganz toll. Sie hat einen abgesteppten Wellenrand. Hier oben sieht man nochmal Shiny, Diamond Painting und Let It Shine, ihr Slogan. Schauen wir uns auch gleich alles nochmal in Ruhe an. Hier sind einmal die Steinchen. Bei den Steinchen steht auch nochmal die Bildnummer mit drauf, die Größe, die laufende Nummer von der Legende, dann die DMC-Nummer und die Grammzahl der Steinchen. Das ist auch eine schöne Farbpalette. Toll. Ja, die Steinchen sind dabei und dann haben wir hier nochmal eine Stickerlegende mit vorgestanzten Stickern dabei. Die Bildnummer, die Bildgröße nochmal. Ein schönes Vorschaubild, was du dir in dein Journal kleben kannst. Hier oben nochmal ihr Leitspruch. Und wir haben hier bei den 70 Farben, das hier ist sozusagen die Stickerlegende. Hier ist einmal diese laufende Nummer. Dann kommt das Symbol und dann die DMC-Nummer. Alles in Reihenfolge. Es sind insgesamt 72 Farben und es sind 1, 2, 3, 4 AB-Farben und 1, 2, 3, 4 Metallic-Farben waren das, glaube ich jetzt, gell? Ich glaube schon, ja. Ja, sehr schön. Diese Legende, die man hier als Sticker hat von ihr, die findest du natürlich auch einmal rechts auf der Seite und einmal links auf der Seite. Auf der rechten Seite ist auch nochmal die Bildnummer, die Größe, einmal ein kleines Vorschaubild und dann, wie gesagt, die Legende mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Sehr, sehr schön. Die Folie ist eine schöne, bisschen kräftigere Folie. Du hast hier einen wirklich schönen Druck mit hellen und dunklen Symbolen. Doch, ich finde schon. Also ich habe jetzt schon 2 Bilder von ihr gepainted. Oder an dem Fuchs habe ich noch ein kleines Fältchen. Da bin ich noch dran. Aber die lassen sich wirklich schön legen. Die sind wirklich eine schöne Sache. Hier bei dem Bild sieht man hier vielleicht, da hat man ein bisschen mehr Konfetti. Das Konfetti ist, wenn du für einen Bereich, sozusagen, den du gerade paintest, öfters die Farbe wechseln musst in deinem Schiffchen. In deinem Schiffchen meine ich damit
diese kleinen Schiffchen, die hast du auch hier im Toolkit mit dabei. Das schauen wir uns gleich an, wenn wir die Leinwand einmal genauer angeschaut haben. Ja, und dann hat man auch so ganz kleine Rubriken, wo man ein bisschen Color Blocking hat. Color Blocking ist, wenn man so einen Bereich hat, wo man die Farbe im Schiffchen gar nicht so viel wechseln muss, sondern die Farbe schon ein bisschen legen kann. Aber sie sieht doch sehr, sehr süß aus. Und ich glaube auch mit dem ganzen Konfetti, da kommen die Details richtig gut raus. Die Größe 60×60 mag ich sowieso sehr gerne. Ich finde, das ist eine ganz gute Größe. Man paintet da ein bisschen dran, eine Zeit lang. Das ist gar keine Frage, aber trotzdem finde ich, kommen die Bilder dann ganz gut raus. So, ich habe die Folie jetzt einmal angehoben, damit sich das Bild hier unten einfach ein bisschen besser glatt legt. Es tut mir leid, dass sich das hier so spiegelt. Das ist aber von dem Licht, weil bei uns regnet es gerade. Und dadurch ist es sehr, sehr dunkel. Es regnet nicht, es schüttet. Also es ist wirklich stark am Regnen. Und deswegen dachte ich, mache ich uns einfach ein bisschen Licht an. Damit du besser siehst und ich besser sehe. Ja, sehr, sehr schön. Also ich finde das Mädchen hier, diese kleine Hexe Violetta, sehr, sehr süß. Mit der Eule auf der Schulter. Und die Eule auch, die ist nicht so kitschig dargestellt, sondern schön, natürlich. Man hat aber auch hier einen süßen Schmetterling. Hier an ihrem Hut hängt noch Schmuck runter sozusagen. Sie hat auch so ein Collier hier an. Sehr, sehr schön. Und hier oben hat sie Herbstblüher drin. Das hier ist wahrscheinlich, würde ich mal schätzen, hier das Lavendel. Dann eine kleine Sonnenblume. Vielleicht sind das Rosen. Schauen wir mal hier. Ja, doch, ich würde sagen, das ist auf alle Fälle eine Rose. Das hier könnte eine Dahlie sein. Ja, und mit dem Rad hier oben drin. Und hier sieht man den Schmuck an ihrem Hut. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schön rauskommen. Auch hier mit der Eule, mit dem Gefieder. Ihre blauen Augen noch dabei. Ich finde, die sieht man so schon sehr, sehr schön. Auch die Lippen, toll. Bei jedem bin ich ein bisschen gespannt, ob das so kräftig jetzt rauskommt oder ob es eher so zarter ist. Das sieht man dann nachher an der Farbe. Aber so an sich finde ich das sehr, sehr schön. Was mir jetzt gerade auffällt, hier hinten in ihrem Hut, das sieht ja schon so ein bisschen aus wie der Sternenhimmel. Aber das sind ja nur Lichtpunkte sozusagen. Aber trotzdem, ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Auch mit den Haaren, dass die so ein bisschen durcheinander und wild liegen. Er hat zwar hier einen Zopf, aber trotzdem hier hinten kommen sie nochmal. Da ist der Zopf. Da haben sich die Haare schon so ein bisschen rausgelöst. Also super goldig. Und wie gesagt, das ist sozusagen jetzt bei ihr noch zum Vorbestellen. Und dann ist das nach einer gewissen Zeit wieder da. Oder kommt es zu dir nach Hause, wenn du dich dafür entscheiden solltest. Genau. So, dann würde ich sagen, schauen wir erst noch kurz das Toolkit an. Das kommt in so einer milchigen Tüte. Finde ich ganz gut. Geht nichts kaputt. Die ist auch ein bisschen stärker. Da ist nicht, dass der Stift sozusagen durchpiekt oder die Pinzette, falls sich dieser Schutz löst. Also da ist nichts passiert. Klasse. Also du bekommst in diesem Toolkit einmal einen Stift, so einen kleinen normalen mit einem Einzelaufsetzer. Das hier ist ein 7er Aufsetzer und ein 4er Aufsetzer. Das sind Mehrfachaufsetzer, damit kannst du mehr Steinchen aufnehmen. Und einem Squishy. Squishy oder Fingerschutz oder wie man ihn noch immer nennt. Den kannst du so über den
Stift schieben, wenn es funktioniert. Also den schiebst du drauf. Ich habe dafür jetzt keine Geduld. Mit einem bisschen Ziehen funktioniert das gar kein Thema. So, aber den kannst du hier drauf schieben und dann hast du einen besseren Halt für deine Finger einfach. Dann hast du noch dabei eine Pinzette. Es ist ein eckiges Kit. Da hast du eine kleine spitze Pinzette mit einem Schutz, damit dir die Pinzette nichts kaputt macht. Du hast ein weißes Schiffchen mit einem dünnen Schnäbelchen. Da kommst du in alle Dosen, Tütchen oder was auch immer du nimmst für deine Steinchen rein. Und du bekommst ein Döschen mit einem Plättchen blauen Wachs. Bei dem Wachs denk bitte dran, dass du diese Schutzfolie abnimmst, wenn du das erste Mal oder wenn du Wachs aufnehmen möchtest für deinen Stift. Ich lagere die auch gerne in den Döschen, dann trocknet der einfach nicht so schnell aus, der Wachs. Ja, auch sehr, sehr schön für den Einstieg. So, obwohl das Schiffchen können wir draußen lassen, denn ich wollte mir mal die Metallic-Steinchen anschauen. Und dann hast du noch die Steinchen. Was ich eben ganz vergessen habe noch zu sagen bei der Leinwand, ist, hier unten steht nochmal ihre Webseite am Boden, ihr YouTube-Kanal und hier nochmal ihr Instagram. Also ihre Social Medias sind unten auch nochmal aufgelistet. Nicht, dass ich das vergesse. So. Ich gucke gleich mal hier. Da hat sich ein Steinchen nicht in die Tüte getraut. Bei der 939. Das kann manchmal passieren, wenn man die Zippertütchen hat. Einfach aufmachen und dann nochmal zu und dann ist es wieder drin. Also ein kleines Päckchen 939 und noch ein kleines Päckchen 939, also zweimal. Genau. Und hier unten, das ist insgesamt, also das ist nicht ein Päckchen hat 20 Gramm, sondern die beiden zusammen sind 20,92 Gramm. Genau. So, sie liegen auch sortiert. Das heißt, die Steinchen mit den Sondersachen müssten hinten sein, die Sondersteinchen. Bis hier. 8 Sondersteinchen haben wir. Aber so siehst du ja auch, hier ist eine wunderschöne Farbpalette dabei. Ich hole gerade mal hier hinten die raus. Es ist braun dabei, es ist grün dabei. Du hast ein helles Blau, dunkelblau oder dunkleres Jeansblau eher. Dann Rosétöne, Fliedertöne. Also es ist wirklich alles dabei bei diesem Bild. Ja. Zarte Orangetöne oder, ja, ich weiß nicht, oder ob es wahrscheinlich doch eher im Braunton. Sind aber trotzdem sehr, sehr schön. Rottöne. Klasse. Auch mal hier so ein kräftiges Blau. Ist auch sehr schön. Also es ist ja wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Ich mache sie gerade mal noch mal zu. Und dann zeige ich sie dir so noch mal. Also es ist wirklich eine schöne Farbpalette. Hier ist auch so ein Grünton mit dabei. Sehr, sehr schön. So, und ich kann sagen, dass die Steinchen von ihr, wenn sie bei den Bildern, die ich jetzt gepainted hatte,
gefeatured, das Einhorn von ihr und wie gesagt den Fuchs Findus. Und das Einhornmädchen Blue habe ich von ihr gepainted und das sind wirklich schöne Bilder. Und ließen sich auch super painten, also auch mit den Sondersteinchen mit dabei. Wirklich toll. Ja, hier sind jetzt die ganzen Sondersteinchen, 8 Stück. Einmal sozusagen der Metallic-Ton, die 603. Sehr schön. Ich mache den gerade mal ins Schiffchen. Ich glaube, dann sieht man den besser, weil die Lampe spiegelt schon sehr stark. Und da siehst du auch, die ganzen Steinchen sehen sehr ebenmäßig und gleich aus. Bei den Metallic-Steinchen kann das nämlich manchmal sein, dass die entweder ein bisschen kleiner oder einen Ticken größer sind, wie die anderen Harzsteinchen. Also wie die normalen Harzsteinchen. Deswegen kann es, wenn sie minimale Unterschiede haben, auch manchmal im Bild zu minimalen Verschiebungen kommen. Aber dann kann man ja immer gucken und Steinchen tauschen. Aber hier, die sahen jetzt schön gleichmäßig aus. Das ist die 603 und die hat unser Symbol, das J. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den hinsortieren würde. Die Blumen. Hier unten springt er mir jetzt nicht ins Auge. Aber hier oben bei der Rose zum Beispiel. Also, ja. Hier bei der Rose ist er mit drin oder bei der Dahlie. Hier ist er auch nochmal. Hier an der Hutkrempe sozusagen ist er auch ein bisschen verteilt. Und auch hier in der Rose ist er mit drin. Sehr, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann ist hier noch ein Metallic-Ton, die 839. Ja, und auch der sieht wirklich schön gleichmäßig aus. Schöner Braunton. Dann schauen wir mal, was für Symbol das hat. Und dann... Und du siehst auch hier in dem Schiffchen, sie liegen wirklich schön. Also das Schiffchen ist schon vollkommen in Ordnung. Also die 839 ist das S. Das würde ich ja schon ein bisschen zur Eule sortieren. Genau. Ein bisschen im Schmetterling ist es auch mit drin, aber hauptsächlich hier so ein bisschen im Gefieder, hier im Flügel von der Eule. Hier an ihrem Gesichtchen ist er mit drin. Hier an ihrer Schulter ist er mit vertreten. Aber da siehst du auch den Druck und auch die Leinwand. Du siehst, wie schön sie fällt. Jetzt gerade auch beim Hochnehmen. Da das ist. Hier im Flügel mit drin. Ein bisschen im Schmetterling. Und hier auch in dem Schmetterling. Also sehr, sehr schön. Einer hier am Auge. Da weiß ich jetzt nicht. An der Nase. Was muss man gucken? Ja, hier ums Auge auch. Aber das gucke ich, wenn es gelegt ist. Hier oben an den Haaren. Das sind ja nur einzelne. Und wenn die so einzeln liegen, fallen die gar nicht so stark ins Gewicht. Also ich finde, dann kommt es immer drauf an,
wie es einem persönlich gefällt. Hier oben in den Blumen nochmal, denn es ist keine ganze Fläche. Hier im Schmetterling auch nochmal. Ja, also von daher, wenn das jetzt immer nur so ein Steinchen ist, glaube ich, sieht das schon recht gut aus. Ach, hier in ihrem Collier sind auch einzelne da davon. Sehr, sehr schön. Dann haben wir den grünen Metallic. Der sieht auch toll aus. Das ist die 905. Wow. Also der ist ja auch der Burner. Auch sehr schön, ganz gleichmäßig. Die Steinchen, sehr, sehr schön, das freut mich. Na komm. Schauen wir mal, wo der hinkommt, was für Symbole er hat. Das ist das R. Also ich muss sagen, die Legende hier, diese Sticker-Legende, die hat schöne große Symbole. Also das ist schon super. Das R einmal auch am Auge. Und wahrscheinlich dann oben im Hut. Weil hier unten, hier sehe ich jetzt nur so einer zum Beispiel. So vereinzelt. Einmal hier auch im Collier, in ihren Sachen. Moment. Also in ihrem Collier hier ist es mit drin, das R. Hier an ihrem Hutschmuck einmal. Wie gesagt, hier am Auge. Da am Auge habe ich es jetzt nicht gesehen, so auf die Schnelle. Aber ich denke mal, hier oben ist er noch mit drin. Bei den Blättern. Bei dem Grün hier oben. Da ist er auch ein bisschen vertreten. Sehr, sehr schön. Schön einzeln, nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann haben wir hier einen AB-Stein, die 802, ach, die 208. Das ist, AB ist Aurora Borealis. Das soll dem Schimmern der Nordlichter nachempfunden sein. Bei denen, die sind immer sehr, sehr schön in den Bildern, finde ich. Aber dann ist es ein bisschen schwieriger painten. Auch sehr schön. Glitzern auch wunderschön. Wow. Also für das Bild mit 8 Sondersteinchen, das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Die Metallic-Steinchen lassen sich besser painten als der AB-Stein, aber mit ein bisschen Kniff sozusagen ist der auch kein Thema. Ja, die 208, das ist das kleine gedruckte E. Und da wir da ein bisschen mehr im Beutel haben, gehe ich mal davon aus, dass das so hier in ihrem Kleid mit drin ist. Ich denke auch am Hut, also ich denke mal, der wird überall so ein bisschen verteilt sein. Ja, also der ist überall, aber nur so vereinzelt gesetzt, also mal so 2, 3, 4 aneinander und dann wieder andere Farbe. Du siehst es. Ja, finde ich ja sehr, sehr schön. Ich mag das gern, wenn das alles nicht so geblockt ist in so einem Bild mit viel Detail, sondern wenn das so ein bisschen verstreut ist einfach. Genau. Ja, also der AB-Stein hier ist sozusagen über das ganze Bild einmal verteilt. Dann haben wir auch eine AB-Stein, die 796.
Und der ist auch schön. Schönes Blau. Auch der Bezug ist nicht so stark, finde ich jetzt. Also dieser AB-Bezug ist nicht so stark. Bin ich mal gespannt, wo der mit eingesetzt wird. Also, die 796 ist der Fuß. Ja, ah doch, da. Hier hinten am Dings. Ich dachte erst hier, aber das ist Steckdose, obwohl hier ist auch ein einzelner. Ja, also ist ein Stecker. Nee, was ist denn das? Doch ein Stecker. Also ist hier ein bisschen mehr eingesetzt. Hier. Und dann vielleicht auch hier. Ja, da. Sehr schön. Ja, und dann so ein bisschen, so vereinzelt manchmal am Hintergrund hier. Ja, also auch schön eingesetzt. Ich dachte jetzt vielleicht in den Augen, ja, da am Auge auch. Aber doch in dem anderen auch. Also einmal noch im Auge selbst und in diesem auch. Aber nicht so viel, schön dezent. Ein bisschen was. So, dann haben wir noch ein AB, die 970, ein Orangeton. Das ist aber ein knalliges Orange. Auch sehr schön. Also, schauen wir mal, wo der ist. Die 970. Na? Jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich das Schiffchen halten soll. Also die 970. Das ist sozusagen das Ende von einem Pfeil. Und der ist einmal hier im Schmetterling und einmal hier im Schmetterling. In der Eule sehe ich ihn jetzt gar nicht, aber ich könnte mir hier bei der Blume vielleicht noch vorstellen, ja, dass er da mit drin ist. Und vielleicht, ja, so einzeln, so 1, 2 sind auch hier mit dem Schmetterling dran. Also auch sehr schön. Dann haben wir sozusagen einmal Silber, also der hat keine DMC-Nummer. Das ist ein silberner. Und schauen wir mal, wie das da aussieht. Den hatte ich nämlich auch beim Fuchs Findus mit drin. Und der hat mir ein bisschen, also hier siehst du es zum Beispiel, der da ist ja ein bisschen größer wie der nebendran. Da hast du auch den unterschiedlichen Schliff. Und dadurch siehst du, dass die hier ein bisschen größer sind. Ja? So direkt nebeneinander, das sieht man schon. So, und dadurch kann es sein, dass das Bild, wenn du die unterschiedlich legen tust, dass das Bild sich verschiebt in den Steinchen ein bisschen. Deswegen bin ich hingegangen und habe mir einfach die großen rübergeschoben. Hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe es halt rübergeschoben. Oder ich habe dann nur kleine nebendran gesetzt, also die kleineren dann nur nebendran, wenn das ein bisschen mehr war zum Setzen. Und dann hat sich das auch ausgeglichen. Also das war alles gar kein Thema. Das geht. Aber wenn es dich jetzt dann, wenn das halt
wenn du das als störend empfindest, dann sortiere sie einfach aus. Es sind normalerweise genug Steinchen da. Also bei mir hat es ausgereicht, bei meinem Fuchs. Und ja. Und das sind die beiden Striche. Erst einmal hier bei der Eule. Ein bisschen so ums Auge, vereinzelt hier im Gefieder, im Bäuchlein. Ich dachte ja, dass das noch hier irgendwo im Hintergrund ist, aber nein. Oder da sehe ich es jetzt zumindest nicht, da fällt es mir jetzt nicht auf. Hier oben. Da sehe ich es jetzt auch nicht. So vereinzelt. Also hier oben fällt es mir jetzt gar nicht auf. Also da springt es mir auch nicht ins Auge. Wo es ist, ist einmal hier bei der Eule und hier im Gefieder. Meine sind ja auch nur ein paar Steinchen, 1,05 Gramm. Also da kannst du bestimmt, also ich werde das dann da aussortieren und die bisschen größeren Steinchen einfach rüberlegen. Ja, dann kommen wir zu der letzten Farbe, die 3837. Ein AB-Ton in Lila. Ist weggesprungen, da. Sehr, sehr schön. Schöner lila Ton. Sieht klasse aus. Und da haben wir auch ein bisschen mehr im Tütchen. 7 Gramm, bisschen mehr wie 7 Gramm. Und das ist das O. Und der wird garantiert auch so verteilt hier mit drin sein. Also überall, wo so lila ist, ist das O mit vertreten, wie der andere auch. Das kleine E. Also die ergänzen sich so ein bisschen, aber trotzdem sehr dezent, finde ich. Also es ist zwar überall auf dem Bild vertreten, aber es sind jetzt keine extremen Flächen damit gesetzt. Hier am Auge, an ihrem Lidschatten oben, in den Haaren hier, die rausblinzeln und hier oben am Hut. Da haben wir eine bisschen größere Stelle, wo er liegt, aber sonst wirklich nur so ein bisschen verteilt. Sehr, sehr schön. Ja, die beiden lila Töne hier sind schon unterschiedlich. Der ist ein bisschen heller wie er hier. Das sieht man jetzt, glaube ich, so in der Tüte gar nicht so gut, weil das Licht auch so spiegelt. So vielleicht. Ja. Also, sehr, sehr schönes Bild und sehr, sehr schöne Steinchen. Und wie gesagt, die sind jetzt noch bis 2.10., glaube ich. Beim Datum bin ich mir nicht so sicher, aber bis dahin kann man sie sich sozusagen vorbestellen. Eine Prä-Order-Runde, die ist immer mal wieder bei ihr. Schaut gerne mal da bei ihr vorbei. Und wie gesagt, es sind noch andere schöne Motive da. Also jetzt keine Hexe dann, sondern das Faultier zum Beispiel oder die Dragon Cat ist noch da zum Vorbestellen. Also ganz süße Motive. Ja, ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Däumchen da. Würde mich natürlich freuen. Dienstags kommt immer ein Video normalerweise zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelsachen. Nicht, dass du dich wunderst. Ja,
In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Mach's gut, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.